Am 21. September kam der Bundesrat zum ersten Mal nach der Sommerpause zusammen. Mit über 90 Tagesordnungspunkten stand eine arbeitsreiche Sitzung an und das zum 900. Mal, ein Jubiläumstermin. Einen ganz anderen Auftakt gab es derweil draußen, wo sich rund 30 Demonstranten versammelt hatten, um Unterschriften gegen das umstrittene Meldegesetz an die Mitglieder auszuhändigen. Meine Daten sind keine Ware. Erwartungsgemäß beschlossen die Mitglieder im Saal, das Gesetz, das den Adressverkauf von Bürgerinnen und Bürgern an Privatfirmen ermöglicht, in den Vermittlungsausschuss zu verweisen. Wir wollen, dass das neue Bundesmeldegesetz mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger sorgsam umgeht. Meldedaten sind keine Handelsware und werden durch die Meldebehörden auch nicht verkauft. Das muss im Gesetz auch klar verankert werden. Ebenso befasste sich der Bundesrat mit einem Gesetzesentwurf für den Mindestlohn. Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, CDU, rechnet noch in diesem Jahr mit einem von der Mehrheit der Länder getragenen Gesetzesentwurf für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Ich bin sicher, wir werden am Ende eine Mehrheit haben dafür und dann die Einbringung in den Bundestag. Fakt ist, die Menschen wollen im Land mit großer Mehrheit einen gesetzlich festgeschriebenen Mindestlohn. Sie wollen Berechenbarkeit, sie wollen auch einfach faire Löhne. Eine Mehrheit gab es heute auch für eine gesetzliche Frauenquote. Mehrere, auch CDU-regierte Länder, unterstützen die von der Hamburger SPD-Regierung eingebrachte Initiative für eine feste Quote von Frauen in Aufsichtsräten. Frankreich hat sie, Belgien hat sie, Italien hat sie und Deutschland braucht sie endlich, die Geschlechterquote für Aufsichtsräte. Die Hamburger Senatorin für Justiz und Gleichstellung brachte damit einen Prozess ins Rollen, der womöglich viele weitere Entscheidungen mit sich bringt. Natürlich sind Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie insgesamt die Rahmenbedingungen, aber auch Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen. Da gibt es noch ganz, ganz wichtige Themen zu bewegen. Heute haben wir ein wichtiges Thema hier im Bundesrat bewegt und erfolgreich bewegt und darüber freue ich mich sehr. Weiterhin berieten die Mitglieder heute über die Neuausrichtung der Pflegeversicherung, die elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern, Änderungen im Insolvenzverfahren und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Hochschulbereich. Über 4 Stunden hat der Bundesrat heute getagt. In 3 Wochen wird man sich wieder hier versammeln. Um vielseitige Themengebiete muss man sich auch im Herbst wohl keine Sorgen machen.